Hallo zusammen. Wir schreiben heute den 21.11. Heute haben sie wieder Überlebenswut eingespielt. Und wie man sehen kann, auch wieder die verbesserte Überlebenswut mit diesen Gewinnen, die man sich unten erspielen kann. Das war ja letztes Mal auch schon, bloß, naja, da konnte man vielleicht von ausgehen, bei Halloween-Zeit, da war auch das Scherben-Event, dass sie das gemacht haben, wegen, ja, mal ein bisschen so, wegen die Festtage, ne? Und Spiele mal ein bisschen was anzubieten, zu gönnen. Da war ja auch diese Kopfschussliste drin hier, ne, wenn man, das ist jetzt einfach die Bestenliste, gehe ich mal von aus. Ja, wird so sein. Am Ende, wenn man guckt, ist hier die Bestenliste, je nachdem, wie was gewertet wird, aber ich glaube, das ist eigentlich mehr oder weniger uninteressant, weil ich sage mal, man ballert auf alles, was auf einen zukommt, ne? Anders spielt man ÖW doch gar nicht, ne? Du kannst ja nicht den auslassen, den da nehmen wollen und der überrennt dich oder knallt dich weg. So, es geht aber eigentlich mal um diese Überlebenswut. Was haltet ihr davon, diese Verbesserung? Also es hat sich ja bei Überlebenswut, bei diesem Event, echt was getan, muss man sagen, gegenüber anderen Events. Also alleine erstmal schon, okay, Rüstung haben sie immer mal angeboten, aber die gehen von den Preisen her. Ich nenne es jetzt einfach mal Preise, aber das sind ja Medaillen hier, ne? Schlachtpunktmedaillen, die man erspielt. Aber wenn man so guckt jetzt, so eine Rüstung 212% für 720.000. Also, naja, also gut, vom halben Jahr hast du es dafür nicht gekriegt, ne? Wollen wir mal ehrlich sein, ne? Und die Waffen, ja, das ist auch, also, ja, da zeigt ja nichts an, aber die Waffen, das ist auch, hat sich auch gut verbessert. Hier natürlich, ich müsste da jetzt erstmal, glaube ich, wohl einen Ritt machen, damit mir das angezeigt wird. Aber es geht ja auch um diese Angebote oder Gewinne, sag ich mal, ne? Ein Gewinn, ja, du erspielst, ne? Bei der Losbude kaufst du los, ziehst du los und gewinnst, ne? Hier, naja, kannst du natürlich auch dein Geld investieren, aber hier reicht einfach, sag ich mal, eine Kommandantin, um guten Schnitt zu machen. Ich sag mal, wenn man hier unten noch guckt, 7 Millionen sind das, glaube ich, ne? 7 Millionen. Also letztes Mal habe ich das geschafft. Locker. Ich hatte bestimmt das Doppelte. Oder fast das Doppelte. Also 10 hatte ich im Locker drin, weil ich habe die Kommandantin, die ich ja gleich zeige, mal dreimal, glaube ich, aktiviert. Einfach so, weil ich brauchte ein Rüstungsteil. Und das haben sie ne, das ist vom Kriegsführung geteilt, ja, eine Zeit lang nicht eingespielt und deswegen bin ich mit Rubine weitergegangen. Rubine, das erhöht sich immer, ne? Man kann hier ja mit Rubine weiterklicken, 150, ne, macht glaube ich 200, 250, 300. Das hat sich näher so summiert und am Ende, ja, bis ich dieses letzte Rüstungsteil hatte, hatte ich, lass mich nicht lügen, ja, gute 90.000 Rubine ausgegeben. Zieht euch mal rein, so ein Schwachsinn, ne? Aber ja gut, man erspielt das Zeug irgendwie. Jetzt habe ich noch 166.000. Also man erspielt das ja für alles Pille-Pille, sag ich mal. Ne? Wer viel Spezialmission macht, der kriegt doch seine Rubine, bin ich überzeugt von. Kein Problem, alles irgendwo, ne? Ich hatte mir aber diese Waffe geholt und diese Waffe hat ja einen Vorteil, ne? Ein Durchgang kriegt man eine Energie zurück. Super. Der Schaden, okay, geht. Knappe 60.000, hier knappe 30.000. Geht. Funktioniert, sag ich mal. Die Prozent hier für Schlachtpunkte 56%. Das Gute finde ich ist, man kriegt einen Energiepunkt zurück. Also wenn ihr jetzt, sag ich mal, 4 investiert, ne? Ein Durchgang macht ihr hier, wie ihr unten seht, ja 4, ne? Ende der Schlacht kriegt ihr einen zurück. Also habt ihr nur 3 ausgegeben. Ich nehme ja die Kommandantin, dann brauche ich hier nur 2, ein Durchgang, ein Energie nur. Also ich habe 20 Durchgänge. Das ist gut mit dieser Waffe. Und da kann man auch,
wie ich ja im Video schon gemacht hatte, wenn ich nur 50.000 mache mit dieser Waffe, ich merke auch zum Teil, ich strenge mich gar nicht dermaßen an, als wenn ich jetzt eine andere Waffe hatte, wo die ja nur, also wo die Energie dann auch rein zählt. Zwei Energie, ne? Also, oder hier vier, sind vier weg. Bei Mitkommandante, zwei Energie, sind zwei weg. Dann geht man an die Sache ganz anders ran, vielleicht konzentrierter, aber ich glaube oft, das Konzentrierte, das nützt gar nichts. Ne? Du triffst oder wirst überrannt oder sonst was. Das ist so. Also Überlebenswut, ich finde, das kannst du nicht planen, wie dein Durchgang wird. Geht gar nicht. Meiner Meinung nach. Deswegen hatte ich mir diese Waffe geholt. Da kriege ich immer eine Energie zurück. Also wenn ich nur 50.000 mache pro Durchlauf, habe ich mit Kommandanten zwei Energie 100.000. Was für eine Waffe und Rüstung hast du jetzt ohne diesen einen Energie plus und machst permanent mit zwei Energie 100.000? Ich hatte vorher ja die andere Waffe, altes, zeige ich euch mal kurz. Hier aus dem Grab, der hat 56, schaut mal, ne? Und hier 50, 52, ja 52, hat aber mehr Durchschlagskraft, sag ich mal, Schaden, ne? Aber da habe ich eben auch 80.000, 70.000 gemacht, sind aber keine 100.000, oder? Und im Schnitt mache ich ja in der Regel über 50.000. Also im Schnitt komme ich mit einer Energie dann, mit einer Energie. Sagen wir ruhig auf 60.000. Mit zwei Energie 120.000. Wie viel schaffst du mit deinen zwei Energie dann? Oder hier wären es ja dann 240.000. Ne? Das regelt ja die Kommandantin. Da wollen wir fair bleiben. Also vier Energie, ja, würde ich dann drei verbrauchen, einen kriege ich zurück. So kann man das nicht sehen. Also die Rechnung funktioniert am besten mit Kommandantin. Ne? Dann hat Überlebenswut natürlich auch diese Packs seit ja zwei, dreimal. Weiß ich gar nicht mehr ganz genau reingehauen. Kann man nehmen, kostet natürlich 750 Rubine. Ja, aber ich sag mal, okay, die Energie ist, naja, so nebenbei, die nimmt man dann halt mit, wenn man will. Aber die Rüstung hier, 264, ist doch eine gute Rüstung, oder? Wenn ihr genug Rubine habt. Genug ist relativ für jeden selbst, sag ich mal. Ne? Wer nur auf sowas vielleicht geht und der hat 100.000 liegen oder 80.000, der sagt, ich habe erstmal genug. Das bleibt ein Spiel für mich. Ich unterlege mir selbst keinen Zwang oder sonst was irgendwie. 264%, das ist super. Ich nehme das jetzt nicht, weil meine hat 284, die ich habe. Und die Waffe kann man anklicken. Ja, weiß man nicht, was die hat wiederum. Ne? Also von daher, meine hat 284. Deswegen brauche ich jetzt erstmal von denen keine. Ich klicke ab und zu rauf. Ich habe da heute schon mal raufgeklickt auf diese Kiste hier, Überlebenspaket, und da war eine andere Rüstung drin. Vielleicht wechselt die am Tag ein paar Mal. Könnt ihr auch mal machen irgendwo. Dann kommen natürlich hinzu, achso, hier waren 14er drin. Das in der Überlebenswut, da ist ja schon eine Zeit lang 14er Truppkameraden drin, die man holen kann. Für 450.000, 420.000, je nachdem, oder 500.000, keine Ahnung. Aber man kann ja auch für 2,5 Millionen jetzt 15er Truppkameraden erspielen, sag ich mal, ne? Schluck Kaffee. Okay, 2,5 Millionen ist schon Ansage, sag ich mal. Wer da ohne Kommandantin spielt, das wird schlecht zu schaffen. Ich habe mir letztes Mal, glaube ich, 3 geholt. Deswegen seht ihr, ich war über diese 7 Mille locker drüber irgendwo, aber auch 14er noch. Ich sage mal, von der Gewinnchance. Ja, okay, das ist ja dann schon wieder kein Gewinn, das ist ja kein Los oder Glücksrad, ne? Also von dem, was man eintauschen kann von diesen erspielten Schlagpunkten, ist das, finde ich, gut gemacht von GL momentan. Alleine das hier, diese Booster, die sind gut, finde ich.
naja, da habe ich über 22.000 von. Diese Kisten, ja, ist relativ, was man da rausholt, sag ich mal, aber der geht. 10er kann man mitnehmen. Hier ein Tag, da habe ich so viel von liegen. Ich nutze sie eigentlich, ja, fast gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber Waffen, ja, gut und schön, muss man gucken. Man kann sie auch kaufen irgendwo. Aber dieses Eigentliche, was GL reingebracht hat in die Überlebenshut, finde ich schon spielerfreundlich. Gegenüber von Minimum einem halben Jahr. Da waren kaum gute Rüstung drin, hier drin, kaum gute Waffen waren drin. Teuer waren die im Kauf, hier oben kaufen, das ist immer noch, das ist ganz klar irgendwo. Ein bisschen wollen die Macher ja auch ein bisschen was verdienen wollen, je nachdem. Und wir wissen, es gibt Spiele, die müssen oben an der ersten Stelle stehen wollen. Ja, 100 Glocken, ne? Also wenn man raufklickt, Waffe 91, 55, 11.350 hat sie, bis 11.649 kommt sie. Vielleicht erzähl mal doch. Ich weiß nicht, ob sich das rechnet nachher, sag ich mal. Weil durch eine Waffe kannst du eine Stufe runterfahren. Durch die Rüstung fällst du in der Regel nicht runter. Damit meinte ich dann unsere Stufe, die wir jetzt haben, diese hier, ne? Durch die Waffe kannst du runterfahren. Also mit meiner anderen, altes Grab, hatte ich Stufe 82, glaube ich, rum. Und hier war ich höher, da war 77, glaube ich, und hier 5,5. Also durch die Waffe bin ich runtergefahren. Okay, die Einbuße nehme ich an, weil ich kriege meine Energie zurück. Man muss immer sehen, dadurch habe ich einen Vorteil, dass diesen Stufenfall auch wieder wegmacht. Das habe ich schon festgestellt irgendwo. Dann nehme ich diese Kommandantin. Müsst ihr auch mal sehen, dass ihr die liegen habt. Die könnt ihr hier ja auch eintauschen, wenn es kommt und so. Sie hier, ne? Ich habe 1318. 15 Karten, sage ich mal, braucht sie für einen Tag. Ich aktiviere mal schon. Kann man mitnehmen. Gar kein Problem. Seht ihr jetzt 2. Jetzt mache ich einen Durchgang. Kriege eine Energie zurück. Dann hat der Durchgang eine Energie nur gekostet. Also wenn ihr die Waffe da sehen solltet, irgendwo nochmal jetzt wieder, ich habe sie letztes Mal geholt, holt euch die, das ist nicht verkehrt, glaubt mir. Lasst euch hiervon nicht abschrecken, das habe ich schon immer gesagt, das ist eine Suggestion, da sagt unser Unterbewusstsein, ja, wenn die 80, 90, 70 steht oder 100, ja, nehme ich, aber hier ist so wenig, dann wie sagt man, Durchschlagskraft der Waffe oder Gesamtschaden der Waffe, ne? Ja, dann nützt das gar nichts, ne? Also wenn hier 90, 100 steht, das nützt gar nichts. Dann, wenn ihr keine starke Waffe in dem Moment habt, dann fallt ihr noch weiter runter mit der Stufe wieder und. Ich habe das probiert wegen dieser einer Energie und ich bin zufrieden damit. Also ich kann jetzt natürlich einen Durchgang machen. Wie ihr ja auch immer wisst, ne? Also Vorführeffekt geht meist in die Hose, bei mir so und so, da bin ich wohl der Beste hier bei GL, wenn der was vorführt, dass es in die Hose geht. Moment, Cover. Noch hat er eine annehmbare Kaffeetrinktemperatur. So, dann wollen wir mal gucken. Ich mache einfach mal einen Durchgang und dann schauen wir mal. Pass auf, da steht jetzt 18, ne, oben, ne? Vielleicht will ich mich jetzt auch gar nicht anstrengen irgendwo, ich weiß das nicht. Also so richtig gesehen habe ich für Überlebenshut gar keine Lust irgendwo, weil ich weiß ja, dass YouTube, Quatsch, das Event ist, ja, für mich immer so gleichbleibend eigentlich, ne? Ja, du stellst dich da in der Mitte hin und ballerst irgendwas auf alles, was auf dich zukommt. Achtest du nicht auf dieses und jenes, überrennen sie dich, knallen sie dich weg, kommt ein RPG-Schütze oder irgendwas oder die Molotow, da wirst du immer wieder rausgezogen dann aus deinem Kampfablauf, den du eigentlich willst, ne? Sobald ein Molotow fliegt, wirst du herausgenommen, wirst du hingeschwenkt irgendwo. Ich habe da eigentlich gar keine große Lust drauf. Und dann bin reinzoomen, rauszoomen, wie weit und ach, ich weiß nicht. Ich mache immer 1, 2 und dann. Ich lasse euch nicht.
So, das war klar, das war zu spät gesehen auch. Aber 1,43, was habe ich? 51.000 Sätze. Ne, ich habe wenig Kopfschüsse gemacht, ne? Deswegen, das spielt ja alles zusammen nachher irgendwo. Hier Kopfschüsse ist ja nicht viel irgendwo. Aber 51.695, ja, ich habe mich gar nicht großartig angestrengt. Aber ich habe immer so eine Zeitvorgabe, wenn ich im Schnitt 1,20, 1,30 schaffe. Ist okay. 58.951, also diesen Bonus, den man noch draufkriegt, der ist geblieben. 51.000 noch, was hatte ich? Ich nehme 58.951 mit. Die habe ich erstmal. So, Belohnung zum persönlichen Meilenstein. Okay, den ersten ist klar, ne? Den zweiten auch klar. Den dritten, ne? Ist ja klar hier. Der nächste wäre jetzt bei 100.000. Okay, der Anfangsmarsch, der ist easy, ne? Als wenn wir eine große Wanderung machen, ne? Am Anfang sind wir alle noch fit und nachher werden wir ein bisschen müde, ne? Aber ihr seht, ich habe 19 wieder, ne? Ich habe 58.000 noch was gekriegt. Wie ich ja sagte, 50.000 macht ihr, dann kriegt ihr im Schnitt so 56.000 raus. Ich glaube, 55.000 bis 56.000 kriegt ihr raus. Mal 2 macht 112.000. Mit einer anderen Waffe machst du nicht permanent 112.000 oder lass uns einfach bei 100.000 bleiben. Machst du nicht. Habe ich auch nie geschafft. Ich hatte auch mal 87.000, 84.000, aber in der Regel hat sie das eingepegelt von 60.000. Ja, bis 70.000 kann man sagen, mehr nicht. Und hier haben wir 40.000 alleine durch die Waffe, mehr durch diesen einen Energiepunkt, den wir zurückbekommen. Also deswegen habe ich sie mir geholt. Und das zahlt sich aus irgendwo. Spielt. Ich wünsche euch viel Spaß, dass ihr auch nicht weiter rauszieht hier, dass ihr hier bis hier unten hinkommt, ne? Damit ihr den wenigstens mitnehmt oder sagen wir bis hier wenigstens diese. Gut, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.